Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Make It Personal. Hier ist Irina und heute sprechen wir weiter über das Thema Segmente und wie man von einer Segmentierung zu einer One-to-One-Personalisierung kommen kann. Im letzten Video haben wir diskutiert, inwiefern die Segmente noch überhaupt aktuell sind. Denn die werden ja dafür kritisiert, dass sie keine ausreichende Personalisierung mehr liefern. Ja, denn wir streben eine One-to-One-Personalisierung an und keine One Piece of Content für ein Segment. Aber die Aussage, die wir gemacht haben, lautet, dass eigentlich die Segmente gar nicht verkehrt sind, ja, sondern das Problem liegt vielmehr dann vor, wenn wir für die Segmentierung statische und nicht ausreichende Informationen über unsere Kunden verwenden. Wenn wir aber eine datengetriebene Grundlage für unsere Segmentierung nehmen, die dann auch einen unmittelbaren Bezug auf die KPIs, auf die Schlüsselmetriken, Messwerte von unserem Unternehmen haben, dann kann die Segmentierung sehr wohl, sehr gut und sehr hilfreich in die jeweilige Personalisierungsstrategie integriert werden. Klar, ist es wenig hilfreich, wenn wir jetzt die Kunden nach zum Beispiel Geschlecht, Alter oder Wohnort segmentieren, denn ja, wir haben dann immer noch sehr große Kundengruppen, die auch sehr heterogen sind. Ja, die Kunden innerhalb von diesen Gruppen sind immer noch sehr unterschiedlich und haben auch ein sehr unterschiedliches Kaufverhalten. Aber stellen wir uns vor, dass wir jetzt eine viel detaillierte Verständnis über unsere Kunden haben können. Ja, diese datengetriebene Basis für die personalisierte Kundenkommunikation. Als Beispiel möchte ich euch gerne diese Customer Portraits zeigen. Das ist jetzt Ausschnitt aus unserer Software bei Ingenious und das ist die Funktionalität, die wir Customer Portraits nennen. Wir haben hier in der linken Spalte die Customer IDs, ja, also die Daten sind anonymisiert und dann haben wir in den Spalten Attribute bzw. Metriken, die unsere Kunden beschreiben. Wir haben von einer Seite hier Attribute, die sich auf historischen Daten basieren. Ja, wir schauen zum Beispiel, wann hat der Kunde das letzte Mal gekauft, wo befindet sich der Kunde jetzt in seinem Lebenszyklus oder wie viele Mal hat der Kunde überhaupt eingekauft, wie viel Umsatz hat der Kunde uns schon eingebracht und aus welchen Kategorien kauft er die Produkte. Ja, das ist jetzt ein Use Case aus einem Haustierladen, Laden für Haustierbedarf und genau, aber diese Daten sind natürlich dann auch noch weit entfernt von dem, was wir uns vorstellen in einer hyperpersonalisierten Kommunikation, wo wir wirklich jedem Kunden relevante Nachricht zum passenden Zeitpunkt liefern wollen. Um diese Fragen zu beantworten, erstellen wir noch zusätzlich diese Predictive Insights, über die wir die ganze Zeit sprechen. Hier sind es auf jeden Fall ein paar, ja, die jetzt für diesen Use Case dann auch relevant sind. Ich werde jetzt nicht alle eingehen, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel, ja, das lassen wir jetzt erstmal weg. Wir haben jetzt zum Beispiel so, die ganz spannenden sind, die Kategorie, aus der der Kunde den nächsten Einkauf tätigen wird. Ja, und dann wissen wir, okay, das können wir dann dem Kunden, aus diesen Kategorien können wir dem Kunden was empfehlen. Oder, ganz spannend, auch das Beispiel, das ich immer wieder anspreche, ist die Vorhersage eines Abwanderungsrisikos. Ja, zu welcher Risikogruppe gehört denn der Kunde? Hoch, mittel oder niedrig? Ja, und dann können wir gezielt mit den Kunden kommunizieren, die ein hohes Abwanderungsrisiko haben. Aber noch ein Stück weiter, wir können nicht nur das Risiko identifizieren, sondern auch wissen wir auch, welche Faktoren den größten Einfluss genau bei diesem Kunden ja jetzt auf seine Abwanderung haben. Und das gibt uns dann natürlich auch völlig neue Möglichkeiten, ja, eröffnet uns dann wirklich so komplett neues Horizont in der Kundenkommunikation. Denn das geht wirklich weit hinaus über die Grenzen von einer einfachen Segmentierung nach soziodemografischen Merkmalen. Ja. Das sind jetzt wirklich so verhaltensbezogene Metriken, die auch die Risiken, aber auch die Verkaufschancen uns frühzeitig identifizieren können. Das nächste spannende Modell ist die Wahrscheinlichkeit des Kaufs im nächsten Monat. Ja, wir können dann auch vorhersagen, mit welcher Kaufbereitschaft der Kunde im nächsten Monat hat, und dann können wir auch dementsprechend unsere Kommunikation so gestalten. Ja, wir sehen, es sind auf jeden Fall jetzt ein paar Parameter, die wir für die Kommunikation nutzen können. Und wenn wir jetzt als Beispiel
eine Empfehlungskampagne schicken wollen. Ja, wir wollen jetzt Cross- bzw. Upsell betreiben. Wir wollen, dass die Kunden jetzt einen Kauf tätigen. Ja, wir wollen die Kunden jetzt dazu bewegen, etwas zu kaufen. Wie können diese Parameter für die Hyperpersonalisierung verwendet werden? Das machen wir in 2 Schritten. Erster Schritt: erstellen wir uns Mikrosegmente anhand von den vorhandenen Parametern und diese Mikrosegmente sprechen wir mit unserem Content an. Die Personalisierungsstufe Nummer 2, die angestrebte One-to-One-Personalisierung, dafür verwenden wir dynamische Felder. Und für die dynamischen Felder nutzen wir ebenfalls die Insights aus diesen Spalten. Als Beispiel, wir verschicken dann halt regelmäßig Empfehlungs-E-Mails, indem wir unsere Kunden ansprechen, die jetzt eine bestimmte Kaufbereitschaft haben. Ja, wir werden jetzt keine Empfehlungen den Kunden schicken, die jetzt eine niedrige Kaufbereitschaft haben. Ja, wir sprechen jetzt explizit die Kunden an, die mittel- oder vielleicht hochwahrscheinlich etwas kaufen würden. Und wir haben als Ziel, diesen Kunden richtige Empfehlungen zu geben, damit sie vielleicht dann auch ein bisschen mehr einkaufen und dann auch zusätzlich noch andere Produkte, die sonst ohne unsere Empfehlung nicht gekauft werden. Genau. Und dafür können wir dann uns eine Gruppe von Kunden auswählen mit einer mittleren Kaufbereitschaft. Ja, und wir nehmen nochmal zusätzlich noch ein Parameter, die Kunden mit dem Discount. Ja, also das heißt, die Kunden, die preissensibel sind, ja, und diese Kunden kann man dann mit einem zusätzlichen Rabatt noch irgendwie motivieren. Nächste Frage: welchen Rabatt sollen wir den Kunden anbieten? Ja, wir können allen 20% rausballern, aber wollen wir das machen oder wollen wir vielleicht unser Budget ein bisschen effizienter managen? Denn mit Predictive Insights können wir auch das machen. Wir können für jeden Kunden den perfekten Rabatt, die Höhe bzw. die Form dieses Rabattes identifizieren dann. Denn jemandem wird vielleicht eine kostenlose Lieferung Spaß machen, ja, und der andere freut sich jetzt über ein paar Prozent Preisnachlass. Das können wir ebenfalls mit Predictive Analytics identifizieren und das in unsere Kommunikation mit aufnehmen. Aber wir wollen ja, dass wir nicht nur dieses Mikrosegment erstellen, wir wollen ja personalisiert dem Kunden personalisierte Empfehlungen geben, individuelle Empfehlungen geben. Und dafür werden wir dynamische Felder nutzen bzw. dynamische Blöcke. So sieht das dann aus. Das ist dann die E-Mail, wie das aussehen kann. Ja, wir haben jetzt hier blau markiert die dynamischen Felder. So ganz gewöhnlich der Name von dem Haustier, dann der Name vielleicht mal noch von dem Mitarbeiter, der Name von dem Kunden. Ja, das kennen wir alle. Das sind so die klassischen Anwendungsbeispiele für die dynamischen Felder. Ja, wir können aber jetzt auch die dynamischen Felder für die Purchase-Kategorie nehmen, ja, also für die Produktkategorie, die der Kunde, aus der der Kunde jetzt als nächstes einkaufen wird, oder auch die empfohlene Produkte. Ja, und dann wird das am Ende des Tages, der Kunde bekommt das dann in dieser Art und Weise. Ja, der Kunde sieht dann so eine E-Mail, wo an die Stelle von den dynamischen Feldern die jeweiligen Inhalte eingespielt werden können. Und so haben wir eine 1:1 personalisierte E-Mail, ja, wo wir jetzt die jeweiligen Parameter angesprochen haben, die denn das Segment betreffen. Ja, also das sind die Kunden, wir haben uns die Kunden ausgewählt, die kaufbereit sind, und wir wissen jetzt auch, aus welcher Kategorie der Kunde kaufen würde. Wir wissen aber auch, welchen Rabatt wir dem Kunden anbieten, ja, und welche Produkte diesen Kunden interessieren können. Das heißt, dass der Kunde neben ganz klassischen Ansprache per Namen, der bekommt noch persönliche Empfehlungen mit einem personalisierten 15% Rabatt. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen: wir haben jetzt in diesem Fall die Segmentierung auf der Grundlage von Predictive Insights vorgenommen. Ja, wir nutzen natürlich auch die historischen Daten, ja, denn diese Segmentierung, die kann dann auch viel ausgefeilter sein, viel detaillierter sein. Ja, und dann im nächsten Schritt sprechen wir diese Kundensegmente an und verwenden dann die dynamischen Felder, um die personalisierte Empfehlungen dem Kunden zu geben. So erreichen wir eine umsetzbare
Kommunikation auf der Ebene One-to-One. Das heißt nicht, dass wir jetzt manuell für jeden Kunden eine Kampagne erstellen müssen, ja, damit wir dann wirklich dieses 1:1 Personalisierung erreichen. Nein, wir kreieren dann Content für kleine Mikrosegmente und personalisieren dann nochmal diesen Content innerhalb von den Segmenten mit Hilfe von dynamischen Blöcken. So bekommt der Kunde eine ganz individuelle E-Mail oder auf einem anderen Kommunikationskanal eine ganz individuelle Botschaft und wir als Marketing-Teams haben dann die Aufgabe, den Content, also die Mikrosegmente zu kreieren und den Content für diese Segmente dann auch zu erstellen. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und let's make it personal.